Kennst du das? Du willst was auf der Gitarre spielen, doch deine Finger machen nicht wirklich, was sie sollen. Du hast das Gefühl, sie sind einfach zu unbeweglich, zu kurz oder vielleicht auch zu dick. In diesem Video erfährst du, was wirklich der Grund ist, und du bekommst eine Übung, die dir sofort hilft, deine Finger beweglich und geschmeidig zu machen. Eine der häufigsten Fragen meiner Schüler: Wie bekomme ich meine Finger fit? Wie schaffe ich schnelle, saubere Griffwechsel? Oder sind meine Finger einfach zu kurz oder ungeeignet zum Gitarrespielen? Vorab, es liegt nicht an deiner Hand. Wenn sie gesund ist, liegt es ziemlich sicher an der richtigen Technik oder in dem Fall an der falschen Technik. Und die fehlende Unabhängigkeit der Finger voneinander. Ich zeige dir ein Beispiel. Wenn du versuchst, den kleinen Finger zu bewegen, einfach zu beugen, kommt hier unweigerlich auch der Ringfinger mit. Warum ist das so? Weil einfach auf der Rückseite der Hand die Sehnen der Antagonisten, der Strecker, miteinander verbunden sind. Will ich jetzt erreichen, dass beim kleinen Finger der Ringfinger nicht mitgeht, muss ich schon dagegen arbeiten und die Finger voneinander unabhängig bewegen. Wie erreiche ich das auf der Gitarre? Im Kurs Gitarre Online Elementar, dem Online-Kurs zum Buch, erkläre ich dir, wie das funktioniert, und du bekommst viele Fingerübungen, die genau darauf abzielen. Eine davon jetzt hier. Du kannst die sofort anwenden und vielleicht als tägliche Aufwärmübung nutzen. Und zwar ist das die Übung mit fixierten Fingern. Wir legen den Zeigefinger auf den 5. Bund, auf die 3. Seite, lassen ihn hier liegen, mit einer sauberen Grifftechnik, den Finger aufgestellt, mit der Fingerkuppe gegriffen, hinter dem Bundstäbchen, hinter dem 5. Bundstäbchen befindet sich auch hier circa der Daumen auf der Rückseite des Gitarrenhalses. Und wir legen jetzt den Mittelfinger daneben, versuchen nun mit dem Mittelfinger die erste Seite zu erreichen, derweil der Zeigefinger noch am Bund liegt, am gleichen Fleck liegt, er ist sozusagen fixiert, und bewegt den Mittelfinger jetzt nach oben und nach unten von der ersten Seite zur 6. Seite. Dabei hilft uns etwas das Handgelenk, das mitdreht, der ganze Arm. Versuch hier entspannt zu bleiben dabei und echt locker zu greifen. Es muss auch nichts klingen jetzt, es geht nur darum, dass du diese Dehnung erreichst, die Finger voneinander unabhängig trainierst. Jetzt umgekehrt, wir legen den Mittelfinger auf und versuchen mit dem Zeigefinger die Seite 1 und die Seite 6 zu erreichen. Ja, wenn das funktioniert, perfekt. Wir können jetzt mit dem 2. Finger und dem 3. Finger trainieren. Das ist schon etwas schwieriger. Du merkst hier, wie der kleine Finger mitgeht. Das ist normal. Versuche ihn aber etwas zu kontrollieren, wenn du schon kannst. Jetzt 3. Finger liegt, 2. Finger greift. Und nun die Königsdisziplin, der kleine Finger, von der 1. auf die 6. Seite und wieder zurück. Wenn es zu weit ist, einfach eine Nachbarseite, die Seite 2 und Seite 4 erreichen. Der Ringfinger liegt locker. Wir pressen hier nicht auf das Griffbrett. Der Daumen ist hier hinter dem 5. Bundstäbchen. Und wieder 4. und 3. Finger bewegt sich. 4. ist fixiert auf der 3. Seite. Du trainierst so die Unabhängigkeit der Finger. Zum Beispiel, wenn du das C greifst, danach das D, muss der Ringfinger nach unten, der Zeigefinger nach oben. Es ist eine Gegenbewegung, und so trainierst du die Unabhängigkeit und die Freiheit der Finger sozusagen und kannst dich viel freier und lockerer am Griffbrett dann bewegen. Im Kurs Elementar ist die Übung noch etwas verschärft mit 2, 3 liegenden Fingern, und du bewegst nur einen Finger. Du kannst dir das auch ausmalen und selbst üben. Bau diese Übung in deine tägliche Übe-Routine ein und hab Spaß dabei.
Im nächsten Video zeige ich dir eine horizontale Dehnung und bis dahin alles Gute, schöne Zeit mit der Gitarre, liebe Grüße aus Wien.